Geht schon los. Hallo Freunde des gepflegten Leistungssports, hier bin ich wieder. Ich dachte, es ist ja mal wieder an der Zeit, ein kleines Video zu machen für euch. Heute kümmern wir uns um, Trommelwirbel, Züge. Und zwar kennt ihr garantiert allerhand Züge, Kreuzheben, was auch immer. Heute zeige ich euch aber die Gewichtheberzüge, und zwar, um konkret zu werden, die Züge eng. Dafür gehen wir an die Hantel. Ich habe das gleich mal ein bisschen aufgebaut. Das ist ungefähr die Höhe, wie die Hantel hat, wenn Scheiben aufgesteckt sind. Und da wir nicht gleich mit hohen Lasten anfangen zu ziehen, sondern mit der leeren Hantel anfangen, ist es eigentlich genau perfekt. Also wie ihr sehen könnt, habe ich mich extra für euch nochmal kurz umgekleidet. War dann doch ein bisschen warm im Pulli. Aber zur Sache, ein paar wichtige Grundsätze mal vorneweg. Wir machen Züge eng, das heißt, wir fassen auch eng, bestenfalls. Ist einfach so. Und es ist wichtig, dass ihr eure Füße so platziert, dass ihr von oben, wenn ihr runterschaut auf die Hantel, eure Fußzehen sehen könnt. Und wie ich eben schon beschrieben habe, sehe ich jetzt von hier oben super meine Fußzehen. Daran könnt ihr euch eigentlich orientieren. Nachdem ihr eure Füße platziert habt, rotiert ihr ein bisschen nach außen. Gar nicht viel, ihr sollt euch auch selber wohlfühlen, aber schon so, dass die Knie die Chance haben, nach außen auszuweichen. Also wenn ihr mal vergleicht, wenn die Füße wirklich parallel stehen, mit Blick nach geradeaus, dann ist auch dementsprechend das Knie hier vorne. Wenn ihr dann versucht, mit der Hantel hier vorbeizuheben, dann habt ihr sicherlich irgendwann mal Probleme, hier vorbeizukommen. Deshalb ein bisschen nach außen rotieren, und wenn ihr dann den Kniewinkel langsam öffnet, dann habt ihr hier auch ein bisschen mehr Platz für die Hantel. Das werdet ihr nachher merken, wenn ihr es versucht. Es geht nämlich auch ein bisschen um eure Gesundheit. Und zwar habe ich auf relativ vielen Videos gesehen, dass manche den Arsch zuerst heben. Das Problem dabei ist, ihr hebt komplett aus dem Rücken, und das ist auf Dauer wirklich nicht gesund. Deshalb müsst ihr darauf achten, dass, wenn ihr weghebt, der Arsch weiter unten ist, also nicht hier oben. Der wird sicherlich auch hier und da ein bisschen mit der Mobilität Probleme geben, aber das muss man einfach trainieren. Und wenn ihr dann anfangt loszuheben, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr immer so eine Parallelverschiebung macht mit dem Rücken und der Arsch konstant unten bleibt. Weil wenn ihr den Arsch hebt, wie gesagt, dann kommt ihr so ein bisschen mehr nach vorne und ihr hebt komplett aus dem Rücken, und das ist nicht gut. Deshalb merken, der Arsch bleibt unten und ihr macht im Rücken eine Parallelverschiebung. Also nachdem ihr darauf geachtet habt, dass der Fuß richtig steht und vor allem der Arsch unten bleibt, können wir eigentlich schon anfangen zu heben. Und ich mache es deshalb von der Seite, damit ihr auch genau seht, welche Position mein Arsch die ganze Zeit haben wird. Der Zug an sich besteht eigentlich aus zwei Teilen, der erste Zug und der zweite, also das, was hier praktisch nach oben nochmal geht. Ich zeige euch heute aber erstmal nur den ersten Teil. Den zweiten wird es ein bisschen später geben, vielleicht in der Form von Züge breit. Also ihr stellt euch hin, nehmt die Position ein, fast eng, weil wir machen jetzt Züge eng. Ich hoffe, ihr habt euch warm gemacht vorher. Nehmt die Position ein und hebt weg. Achtet darauf, dass die Arme gerade sind und dass ihr hier auch so früh wie möglich wieder Kontakt mit dem Oberschenkel habt. Und dann zieht ihr so hoch. Ihr könnt hier die Schulter noch ein bisschen mit einsetzen. Das ist auf jeden Fall kein Fehler. Aber dass ihr wirklich darauf achtet, dass der Arsch unten bleibt und der Rücken eine Parallelverschiebung macht. Wichtig wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die Schulter leicht über der Hantel ist, beziehungsweise leicht vor der Hantel. Wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, seid ihr so einigermaßen, ich will mal sagen, warm, und der Körper kann sich jetzt zumindest um höhere Lasten schon kümmern. So, jetzt können wir langsam mal wechseln auf ein bisschen Last. Ich habe jetzt 70 Kilo drauf, das ist eigentlich immer noch Erwärmung, aber für den Anfang sollte es reichen.
Im Endeffekt ist es jetzt nichts anderes. Ich stelle euch wieder richtig hin. Fast so wie ihr es braucht. Also die breiteren Menschen unter uns, die richtigen Koffer, die werden sicherlich auch ein bisschen breiter fassen müssen als ich. Die fassen vielleicht so wie ich, wenn ich reise. Jedenfalls, Arsch bleibt unten. Geht in die Position, Schulter ist leicht drüber, über der Handel und auch vor der Handel. Arme gerade und dann hebt ihr los. Bis hier hoch. Parallelverschiebung im Rücken. Und das war schon die erste Phase vom Zug. Dann macht er einfach nur noch so hier. Ja, so einfach ist das. Und jetzt mal unter uns. Wenn ihr das erste Mal Züge macht und gerade mal noch so ein bisschen Erfahrung sammelt, dann tut mir einen Gefallen, lasst euer Ego zu Hause, keine hohen Lasten, wirklich eine leere Handel für den Anfang, macht den Ablauf, macht ihn vor allem richtig und ihr werdet mir auf ewig dankbar sein. Das war der Versuch. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, versucht wirklich den Ablauf gut zu trainieren, weil dann tut ihr euch selbst einen großen Gefallen, nämlich dass ihr gesund bleibt. Und zwar auf Dauer bestenfalls. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz zu den Fehlerquellen, die durchaus beim Anfang sein können. Und zwar, was ich oft gesehen habe, Rundrücken, ja, dass der Rücken praktisch wirklich krumm wird. Ursachen dafür können sein, dass ihr keine Spannung habt im Körper oder noch zu wenig Spannung habt oder dass einfach die Last schon wieder viel zu hoch ist. Fehlerquelle Nummer 2, ihr hebt nicht auf dem ganzen Fuß ab. Das kann unter anderem daran liegen, dass ihr unkonzentriert seid oder dass ihr einfach viel zu große Schuhe habt oder dass ihr die super geilen Nike Frees anhabt und die sind natürlich fürs Laufen gedacht und nicht fürs Gewichtheben. Bestenfalls habt ihr Gewichtheberschuhe an, weil damit habt ihr auf jeden Fall immer einen guten, stabilen Stand. Eine weitere Fehlerquelle kann sein, dass ihr entweder zu weit weg steht von der Handel oder zu nah dran. Zu nah dran merkt ihr eigentlich relativ früh anhand eurer Schienbeine. Wenn ihr nämlich schon schön tief bluten, ne, dann seid ihr viel zu nah dran. Andersrum seid ihr viel zu weit weg, wenn ihr einfach die Handel nicht an den Oberschenkel rankriegt und dort irgendwo versucht, Kontakt aufzubauen. Deshalb müsst ihr so ein bisschen das Mittelding finden. Aber da ist jeder individuell, das müsst ihr einfach probieren. So, abschließend will ich eigentlich nur noch sagen, wenn ihr die Züge einmal drauf habt, dann habt ihr den Vorteil gegenüber denjenigen, die nur Deadlifts machen, ihr könnt die vielseitig einsetzen. Also ihr könnt aus einem Zug einen Umsatz machen. Aus dem Umsatz wiederum könnt ihr einen Ausstoß machen. Das ist ein großer Baustein. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ihr technisch gut arbeitet, damit ihr auch weitergehend Erfolge haben könnt. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es fleißig auf Facebook, auf Instagram, überall. Erzählt es euren Eltern, weil es könnte ja sein, sie haben es wieder vergessen. Und eine kleine Vorschau, das nächste Video wird sich wieder mit Züge befassen, allerdings Züge breit und wir machen auch noch den zweiten Zug. Alles klar, viel Erfolg, bis bald.